Guck mal hier. Schön zu sehen, wa? Ich bin in den Ring reingegangen und ich habe gehört, ja, ich werde ja nach dem Kampf in den Ring reinjumpen und herausfordern. Also sein Jab war wirklich schwach. So, was geht, meine Lieben? Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, da kommen wir zum nächsten Video von mir. Heute reagiere ich auf den Kampf Alexander Usyk gegen Daniel Dubois, wo ich Schwächen von Daniel Dubois und die Stärken von Usyk gesehen habe. Und wir reagieren auf die neue Boxrec-Rangliste. Wird auf jeden Fall spannend. Seid dabei und ja, ich würde mal sagen, wir starten ins Video, ne? Ihr wart ja auch vor Ort in London. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass dort ganz schön viel um dich herum los war und ihr auch ganz schön viele Leute getroffen habt. Wie war London so für dich? Ja, wir haben sehr, sehr viele Leute getroffen. Also wir sind erstmal in London angekommen. Ich habe dort erstmal Familie getroffen. Sind dann Freitag schon zu Wiegen gegangen. Man hat halt gesehen, ne, in England ist der Boxsport nochmal auf einem ganz anderen Stellenwert. Also wie gesagt, also ich wurde, glaube ich, ich konnte keinen Meter gehen, ohne dass die Leute mich erkannt haben und direkt ein Rudel sich um mich gebildet hat. War wirklich sehr, sehr schön gewesen. Eine schöne Anerkennung auf jeden Fall. Also die wissen den Stellenwert, wo wir stehen in den Rankings. Die wissen, ey, KBLs Programm. Wembley, unbeschreiblich und wirklich was für eine Kulisse, was für ein Work-In, wie das alles aufgebaut war. 90.000 Leute haben Bock, Boxen zu schauen und ja, unbeschreiblich einfach noch, ne? Mega geil. Ihr habt vor Ort auch ein paar Leute getroffen. Also nicht nur ein paar, wir haben jeden dort, Lennox Lewis, Jason Statham, dann alle Boxer, die eigentlich in UK am Start sind, ne? Tyson Fury, Hamza Shiraz, Joseph Parker, also wirklich, da war ja jeder. Ne? Jetzt kommen wir direkt mal schon zu den Kämpfen. An dem Abend war ein Co-Main-Event, Coley vs. Lerena. Kannst du uns da ein bisschen was zu sagen? War ja sehr, sehr viel, wurde darüber geredet, KBLs nächster Gegner könnte auch Coley werden. Und das war eigentlich so seine Verteidigung, ja, seines Titels Silver. Er ist Silver Champion bei der WBC, ich glaube, ich Nummer 1 gerankt. Und ja, er hat gegen Kevin Lerena gekämpft und ja, der Kampf ging, glaube ich, 10, 12 Runden, 10 Runden. Ich weiß nicht, ich glaube, auf 10 Runden war er angesetzt. Ich sag mal, ein Punktesieg für O'Coley. Aber nichtsdestotrotz, man hat es gesehen, er ist ja in der Gewichtsklasse aufgestiegen, er ist ja vom Cruisergewicht im Schwergewicht gekommen und man hat schon gemerkt, dass er schon, obwohl Lerena auch ein Cruisergewichtler ist, ich glaube mittlerweile kämpft er im Britweight und dass er schon Schwierigkeiten hat. Aber nichtsdestotrotz war auf jeden Fall auch ein interessanter Kampf, so für den Abend, aber war halt nicht spektakulär. Okay, super. Dann gehen wir direkt mal in den Kampf rein. In die erste Runde, kein Work-In, nichts. Also man muss sagen, Work-In war unbeschreiblich, ne? Das Feuerwerk in Wembley, mega. Also man muss sagen, guck mal hier, das hat man auch, also wenn ich ein bisschen über den Kampf reden kann, ne? Man muss eine Sache sehen. Ich muss mal stoppen, wenn ich rede, ne? Das habe ich hier unter den Kommentaren gelesen. Ey, wenn ich redest, immer stoppen. Was ich auf jeden Fall bei diesem Kampf sehr, sehr gut gesehen habe, Usyk hat sich wirklich sehr, sehr intelligent angestellt. In den ersten Runden an, bewegt, nicht stehen geblieben. Irgendwie ist immer hingekriegt, dass Daniel Dubois in die Vierhand läuft. Ne? Auch in der ersten Runde hast du schon sehr, sehr gut erkannt. Und Daniel Dubois, wenn er mal jemanden vor sich hat, der boxen kann, das sah gar nicht gut aus, ne? Gar nicht gut aus. Ihr müsst mal darauf achten, wenn er eine Vierhand schlägt, Daniel Dubois, ist mir schon im Kampf aufgefallen, er schlägt einen Jab und zieht die einfach nicht gerade zurück zum Kopf, sondern wieder zum Körper. Also das hat der Usyk sehr, sehr gut hinbekommen, auch mit seiner Vierhand zu fintieren. Ne? Wie waren denn die Chancen vor dem Kampf? Womit hast du eigentlich gerechnet? Ich dachte, er kommt in der schönen geschlossenen Doppeldeckung, macht einen Pressure, versucht ihn zu stellen, Kopf, Körper, Kopf zu arbeiten, aber er hat nur zum Kopf gearbeitet. Aber am Ende des Tages sage ich, man kann den Menschen nur vor den Kopf gucken. Ne? Also was in den abgegangen ist, wissen wir nicht. Hier den Jab. Also darauf müsst ihr mal achten, ne? Wenn Usyk nur eine Finte zeigt, ne, macht Daniel Dubois, geht mit, jedes Mal mit, anstatt einfach eine klare Deckung zu halten und zu schauen und ihn zu treffen. So wieder, boah, super Jab drin von Usyk. Aber ich wusste, dass in den ersten 4, 5 Runden viel Spektakel sein wird. Viel Pressure aufgebaut wird von beiden, also von Daniel Dubois seiner Seite und Usyk hat damit, wusste, dass es passieren wird und hat nur auf Konter gewartet. Schön Druck aufgebaut und wieder Druck abgebaut. Aufgebaut, abgebaut. Und hat quasi nur auf die Konter gewartet. Ne? Ich gehe mal ein bisschen weiter vor, ne? Weil, wie gesagt, alle anderen Leute, die sich den Kampf reinziehen wollen, könnt ihr auf The Zone machen oder auf, ich glaube mittlerweile schon auf YouTube hochgeladen. Hier seht ihr noch, guck mal, was ich euch gerade versuche zu sagen. Wenn Daniel Dubois den Jab schlägt, müsst ihr mal darauf achten, er lässt immer den Jab fallen. Guck, schon wieder. Haut zum Körper, die Hand bleibt unten. Wieder. Aber er muss natürlich deutlich aggressiver agieren, muss mehr mit dem Jab arbeiten, kommt für mich, finde ich, noch ein bisschen zu wenig. Also sein Jab war wirklich schwach. Muss man den ersten, dann auch gleich direkt in Folge den zweiten und dritten Angriff bringen. Denn eines ist klar. Also, was auf jeden Fall Daniel Dubois bei diesem Kampf sehr, sehr schlecht gemacht hat, das muss ich sagen. Er hat Falschdruck aufgebaut. Er ist zwar nach vorne gegangen,
aber zu wenig geschlagen, stehen geblieben, getroffen, hat zu wenig Schmeidbewegungen gemacht, ist ihm wirklich mit dem Kopf jedes Mal stehen geblieben, ne? Und hat sich wirklich da hingelegt, ey komm, baller durch, ne? Aber Usyk natürlich, sollte die Leistung von ihm nicht schmälern, Weltklasse-Boxer, ne? Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Ist nicht umsonst der Beste der Welt, aktuell. Usyk macht das sehr, sehr gut. Schön, schlägt, bewegt sich, geht immer raus. Er schafft es fast immer, weil die beiden ja auf der Sehr stark. Das hat der Daniel Dubois auch ab und zu sehr, sehr gut gemacht. Immer schön gut die Rechte getroffen, ne? Aber nicht nach, schön abgekontert. Und Usyk hat das sehr, sehr gut gemacht. Immer Kopf-Körper variiert. Nicht immer nur am Kopf gearbeitet, sondern sehr, sehr gut variiert. Also sieht man mich hier? Ja, ich bin genau hier in der Ecke da am Sitzen. Mit Caro. Ja. Oh, guck mal hier, sofort. Wir sind in der dritten Runde drin, hier ist Straight Action. Aber auch maximal abgekontert. Der Daniel Dubois lässt jedes Mal die Hand auffallen. Das war wirklich nicht. Das hat er auf jeden Fall sehr, sehr schlecht gemacht, der Daniel Dubois. Achte mal, wo seine Rechte ist. Bumm, Konter. Boah, volle Kanne reingelaufen. Ne? Und das, was Usyk hier sehr, sehr gut macht, er arbeitet mit seiner Vierhand, zieht den mit seiner Vierhand quasi rein auf den Konter. Ich hatte so ein Gefühl, weil danach auch sehr, sehr viele Videos rumgegangen sind, dass Daniel Dubois vor dem Kampf eine riesige Party gefeiert hat bei sich zu Hause, als hätte er den Fokus nicht hatte. Also der dachte einfach so, ey, ich gehe jetzt mal in den Ring und gehe mal ein paar Runden mit Usyk, ne? Sollten wohl davor, vor dem Kampf, auch an der Halle Diskussionen stattgefunden haben. Oh ja, das habe ich auch, das habe ich später, englische Medien haben das auch bestätigt. Vor der Halle kamen da, glaube ich, 30, 40 Leute, wollten mit Daniel Dubois in die Arena rein, also quasi wo die Kämpfer reinkommen. Und ja, dann hat Daniel Dubois darauf bestanden, oder der Papa von ihm, ey, die kommen entweder mit uns oder Daniel Dubois wird heute nicht kämpfen. Also wie gesagt, sei es ein WM-Kampf, sei es kein WM-Kampf, sei es ein normaler Kampf, man sollte wirklich den Fokus nicht verlieren. Ne? Sehr, sehr wichtig in diesem Sport. Weil am Ende des Tages gehst du in den Ring und kannst deine Gesundheit da liegen lassen. Ne? Sehr, sehr fahrlässig. Aber naja, weiter geht's. Wir haben über die 24 zeichnenden Runden gesprochen gegen Tyson Fury. Also das war zu einfach, das muss man einfach ein bisschen einsehen, das hat Daniel Dubois zu easy gemacht. Immer einzelne Hände geschlagen, kaum Kombinationen, immer mit einer einzelnen Hand gekommen. Und irgendwann hatte ich auch das Gefühl, so in der dritten, vierten Runde, dass er zu viel Respekt von Usyk seinen Jab hatte. Also nicht nur von seinem Jab, von seinen Schlägen. Lennox Lewis. Auch richtig cool von ihm, muss ich sagen. Ne? Er hat mir riesen Props zugesprochen und auch, ich habe ihn ja vorher schon getroffen gehabt, ne, beim Wiegen. Und am nächsten Tag nach dem Kampf macht er einfach ein Interview und er ruft mich einfach im Interview mit rein. Also komm, lass uns gemeinsam ein bisschen quatschen. So, gehen wir direkt mal rüber in die Runde 4. Vielleicht für die Punktrichter. Carl Frampton folgt ja, aber insofern ist er schon mal ein guter Gesellschafter. Daniel Dubois die letzte Runde geben. Ich würde mal sagen, jetzt gehen wir direkt rüber zu Runde 5, da wo der Knockout passiert, weil in der Runde 4 hat Usyk, wie gesagt, nochmal schön, hat der Usyk nochmal sehr, sehr gut fintiert. So, jetzt sind wir in der Runde 5. Boah, die hat er auch nochmal klar getroffen, hart. Ganze Zeit schon. Wow. Und er hat ihn auch nicht so hart getroffen mit seiner rechten, ne? Also quasi mit den rechten Haken. Der hat ihn nicht so hart getroffen, aber Dubois war schon von den davor den Schlägen schon wackelig auf den Beinen, ne? Hier, jetzt kommt er gleich zum Finish. Und ich habe auch schon vorher gesagt, der Dubois ist ganze Zeit, wie gesagt, weil er den Jab unten, weil er nach dem jeden Schlag den Jab unten fallen lassen hat, wie exzellent der ihn erstmal abkontert. Usyk. Immer wieder. Jedes Mal lässt er die Hand fallen. Oh. Das war's. Das sieht nach Mondfinsternis aus, wenn ich ins Gesicht von Daniel Dubois blicke, und so ist es. Für mich hat irgendwie Daniel Dubois auch, ich weiß nicht, ob man das genau sieht, ne?
Er war zwar benebelt vom Schlag, keine Frage, er hat ihn sehr, sehr hart getroffen, aber danach spaziert er, schon mal zurück. Warte, hier wird er angezählt. Ihr müsst mal darauf achten, wenn er aufsteht, ausgezählt wird und einfach wieder in seine Ringecke spaziert. Ja, ich habe verloren. Jetzt. Und er geht jetzt einfach rüber. So, als wäre der Fokus die ganze Zeit nicht da gewesen, ne? Als wäre die ganze Zeit so. Also hier hat er nochmal allen gezeigt, dass er aktuell Legendenstatus im Boxen hat, ne? Was hat dich am Kampf überrascht? Ich hatte überrascht, dass Usyk ihn wirklich, man hat gemerkt, er ist im Schwergewicht angekommen, ne, nach den 2 Tyson-Kämpfen, dass er einfach auch mal zum Finish gehen kann, ne, dass er wirklich die Power auch da hat, ne, im Schwergewicht jetzt mit seinen Schlägen Eindruck zu hinterlassen. Ne. Seit Runde 1 an, sei es mit seinem Jab, sei es mit seiner Schlaghand, er hat einfach Daniel Dubois vorgeführt. Ne. Und was nimmst du daraus mit? Cooler Kampf, spannender Kampf, hat Spaß gemacht zuzuschauen. Für die gesamten Leute, die Boxsport lieben, für mich war es sowieso unbeschreiblich, mit am Start zu sein. Ich weiß, dass mich eine Mammutaufgabe erwartet. Ne? Ihr habt nach dem Kampf miteinander gesprochen, du und Usyk. Was habt ihr miteinander besprochen? Also guck mal, ich bin in den Ring reingegangen und ich habe gesagt, ja, ich werde ja nach dem Kampf in den Ring reinjumpen und ihn herausfordern. Ich habe ihn nicht herausgefordert, alle Leute, damit ihr das wisst. Ne? Ich denke einfach, das wäre von meiner Seite nicht korrekt gewesen, ihn herauszufordern, weil ihr dürft eine Sache nicht vergessen, wo ich Interim Champion der WBC geworden bin. Gegen Zhilei Zhang ist er in den Ring gekommen und hat mir Respekt gezollt und hat mir den Gürtel überreicht. Ich bin in den Ring gestiegen und wollte ihm einfach nur Glückwunsch wünschen für so eine Leistung, dass er eine Legende in diesem Sport ist und ich ihm alles Gute weiter auf den Weg wünsche. Ne? Wenn von seiner Seite aus Interesse ist, gegen mich sportlich zu messen, dann ist es ja, also kommt es ja von ihm aus. Ich würde den Kampf dankend annehmen, weil wie gesagt, ich habe immer gesagt, ich möchte mich sportlich gegen die Besten der Welt messen und aktuell ist das der beste Boxer der Welt aktuell. Dann kommen wir direkt zum Ausblick. Wie geht's jetzt weiter? Das Lustige ist, dann nach dem Event sind wir dann im Hotel angekommen und ich habe Usyk, seinen Manager, auch kennengelernt, haben uns die Hand gegeben und mein Manager Spencer Brown meinte auch zu ihm so, ey, wir können eine Veranstaltung in Deutschland machen, so humorvoll. Da meinte der Manager am Ende zu mir, wo wir uns verabschiedet haben, dass ey, wir sehen uns in Deutschland. Für mich sportlich gesehen wäre das ein maximaler Kampf. Ich weiß, wenn viele auch darüber noch schmunzeln werden, ja, Agit gegen Usyk, ist es für mich auch, wie gesagt, eine Challenge, eine Aufgabe, den besten Boxer der Welt zu messen und das ist für mich, wie gesagt, eine Herausforderung und damit challenge ich mich, denke ich, selber auch. Ne? Es gibt auch eine neue Boxrec-Platzierung. Ja, schön zu sehen, wa? Kabayel auf der 2. Also Alexander Usyk ist auf der 1, ne? Agit Kabayel auf der 2, Daniel Dubois auf der 3, jetzt weil er den Kampf gegen Usyk verloren hat. Joseph Parker auf der 4, Fabio Wardley auf der 5, Lawrence Okolie auf der 6, Anthony Joshua 7, 8 ist Tyson Fury, ja, so geht's weiter, Murat Gaziev auf 9. Also er hat sich auf jeden Fall weh getan, ne? Leute fragen sich, ja, für viele so unverständlich, warum Anthony Joshua auf der 7 ist, ne? Und warum einen Tyson Fury auf der 8 ist, aber ihr dürft das ja nicht vergessen, die haben ja also zumindest hat AJ den letzten Kampf verloren und Tyson Fury die letzten beiden Kämpfe. Ich weiß, dass es gute Kämpfer sind, aber dieses Boxrec arbeitet hier nicht nach Sympathie. Boxrec arbeitet nach einem Punktesystem und geht nach Fairness. Ne, und sagt, ey, der und der ist für uns für die 2 und dann wird da so ein Punktesystem, ich weiß nicht, ob das ganz genau über eine KI gerechnet wird, aber es ist so ein Rechenprogramm. Und ja, hier geht es hier nicht nach Sympathie, hier geht es einfach nach Leistung. Ne? Bist du auf der 2, Usyk auf der 1? Also im Prinzip müsst ihr ja eigentlich gegeneinander kämpfen, das geht ja gar nicht anders. Im Prinzip, wenn wir in einer heilen Welt wären, würde der Kampf als erstes kommen. Ne? Aber nicht, natürlich, weil viele mich auch fragen, ey, warum kommt dieser Kampf nicht zustande? Es hat hier nichts mit der Leistung zu tun. Potenzial hatte jeder, der in der Top 10 oder Top 5 der Welt ist. Ein Kampf gegen Usyk steht immer im Raum. Oder gegen den Weltmeister. Das Problem ist einfach nur, das habe ich auch davor im Video erklärt, wir in Deutschland müssen zeigen der Welt, bei meinem nächsten Fight, sei es der Usyk-Kampf oder sei es irgendein anderer Kampf, der zustande kommt, dass wir Pay-Per-Views kaufen, dass wir wirklich Agit Kabayel supporten, wenn nächstes Mal mein Kampf auf DAZN gezeigt wird und da wird ein Pay-Per-View angeboten, an alle meine Supporter, die sagen, ey, wir sind Agit auf die 1, bitte nicht gecrackte Version kaufen, sondern DAZN-Abo kaufen und dann über DAZN supporten, also quasi auch das Pay-Per-View holen, damit wir auch international zeigen können, ey, guck mal, wir Deutschen sind am Start, wir Kurden sind am Start und zeigen,
damit auch, damit können wir groß erreichen. Also das ist das Einzige, warum so ein Kampf gerade nicht zustande kommt, weil das kann ich auch verstehen. Ja, diese Kämpfe nicht zustande kommen, weil die achten auf Pay-Per-View. Die wissen, warum hat Alexander Usyk den Namen von Agit nicht weiter im Mund genommen. Das hat nichts mit Angst zu tun, weil alle sagen, ja, er hat ja vielleicht Angst, gegen Agit zu boxen. Ich glaube, dieser Mann hat gar nicht Angst, weil er hat die englische Elite im Schwergewicht ausgeschaltet. Es geht einfach nur um das Pay-Per-View. Es geht darum, so viel Werbung und so groß wie möglich den Kampf zu machen. Und das zählt erst eigentlich nicht. Ne? Und deswegen an alle Leute da draußen beim nächsten Kampf, lasst uns maximal supporten. Lasst uns Deutschland auf die Karte bringen. Lasst uns zeigen, was Agit für einen Support hat, würde ich sagen. Das ist sehr, sehr wichtig. Jetzt die wichtigste Frage. Denkst du wirst dieses Jahr noch kämpfen? Ja, wir haben diesbezüglich Gespräche gehabt, wenn auch der Kampf gegen Usyk nicht stattfinden wird. Ich denke, Usyk wird dieses Jahr nicht mehr boxen. Das ist so ein Stay Busy, also ein Kampf, wo ich halt quasi im Geschehen drin bleibe, dass ich immer im Gespräch bin, dass Agit Kabayel Programm ist, dass ich boxen kann. Ich muss ja boxen, ich kann nicht den Ringrost rankriegen. Ich denke, ich muss auf jeden Fall dieses Jahr noch einmal ran. Im Raum steht Ende November, Anfang Dezember. Ich hoffe, wir können in den nächsten 1-2 Wochen mehr dazu sagen. Vielleicht auch in den nächsten 4 Wochen. Aber ein Kampf für dieses Jahr ist auf jeden Fall geplant. Und sogar in Deutschland, bin ich ehrlich. Ich hatte auch sehr, sehr gute Gespräche mit Türkiye Sheikh. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass ein Kampf in Deutschland möglich ist. Mit Queensberry zusammen, mit Riyadh Season. Hoffe ich mal an alle Leute. Ihr dürft in Deutschland keinen aus der Top 5 der Welt sehen. Aber seid gespannt. Ich werde auf jeden Fall, hoffen wir es, einen Kampf in Deutschland machen. Ich bin gespannt, wer der Gegner ist. Es sind halt 2, 3 Namen im Raum geworfen worden, auch von der Seite von Queensberry, dass wir halt einen Kampf für alle Fans, für alle Zuschauer, die aus Deutschland mich supporten, einfach, dass wir was hinkriegen. Das ist das Ziel. In diesem Sinne, das war's von uns und Agit auf die 1. Agit auf die 1. Denkt dran, alle den Kanal abonnieren, die den Kanal noch nicht abonniert haben. Gefällt mir drücken, vielleicht einen Kommentar da lassen. Also, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.